Kontext. Zwei Leute, die zusammen in einer Wohnung leben, haben gerade die Schuhe angezogen und sind bereit, die Wohnung zu verlassen. Wenn Person 1 sich daran erinnert, oh, ich habe etwas im Wohnzimmer vergessen. Person 1 ist in einer Familie aufgewachsen, in der Schuhe auch zu Hause getragen wurden. Person 2 ist in einer Familie aufgewachsen, in der die Schuhe an der Tür ausgezogen wurden. Warte. Du willst nicht, dass ich meine Schuhe jetzt ausziehe, um 2 Sekunden im Wohnzimmer zu gehen, oder? Ja, also das wäre immer noch in der Wohnung. Okay. Okay, lass uns jetzt gucken, was könnten vielleicht die 2 Menschen in dieser Situation fühlen und welche Bedürfnisse könnten für jede Person vielleicht eine Rolle hier spielen? Vielleicht fühlt sich Person 1 genervt, weil sie sich nach Leichtigkeit sehnt. Also sie hat die Schuhe gerade angezogen und will ihre Schuhe vielleicht nicht ausziehen und dann wieder anziehen. Vielleicht könnte sie auch irritiert sein, weil sie ein Bedürfnis nach Klarheit hat. Also vielleicht hat sie keine Klarheit, wieso es Person 2 wichtig ist, die Schuhe zu Hause auszuziehen oder wieso Person 2 dies überhaupt tut. Und jetzt Person 2. Vielleicht ist Person 2 verwirrt, weil sie auch keine Klarheit hat. Also vielleicht geht es ihr auch um Klarheit. Sie weiß nicht, wieso Person 1 dies überhaupt fragen würde. Also es war vielleicht für Person 2 nie eine Frage, ob die Schuhe ausgezogen wurden. Es war vielleicht einfach, was immer getan wurde. Und oder wenn Person 2 denkt, dass es unhygienisch ist, die Schuhe zu Hause zu tragen, ist sie vielleicht unwohl oder besorgt, weil ihre Bedürfnisse nach innerer Ruhe oder Gesundheit/Sicherheit sich melden. Ich habe das gerade für beide Parteien gemacht, aber Person 1 und Person 2 könnte diese Überlegungen auch machen. Was ist in mir in dieser Situation lebendig? Was ist mir hier wichtig? Und was ist vielleicht in der anderen Person lebendig? Was ist für die andere Person hier vielleicht wichtig? Wenn ihr möchtet, gerne in den Kommentaren schreiben, eure Meinung oder Vorstellung nach. Was könnte vielleicht in Person 1 und 2 hier lebendig sein? Also welche Gefühle und Bedürfnisse?